Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es sind nur noch 6 Tage bis EU20 und dort findet ja auch das Avatar Race statt. Seit gestern konnte man sich auf diesem Server hier vorregistrieren. Also wir haben es bisher nur einen einzigen Tag nach der Vorregistrierung sozusagen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, für euch schon mal ein paar Namen rauszusuchen, ja, die bei EU20 am Start gehen. Denn wenn man jetzt hier nämlich schon mal in den Webshop schaut, dann sehen wir hier Folgendes. Wir können uns hier schon, wie gesagt, für den Serverstart EU20 schon vorregistrieren, aber man kann jetzt bereits schon ein bisschen gucken, was auf dem Server so abgeht. Ja, wenn wir hier einmal auf Europa gehen und dann sehen wir hier schon, dass EU20 hier schon hinzugefügt worden ist und hier kann man tatsächlich schon nach ein paar Namen und ja, nach ein paar Klassen suchen. Wenn wir mal auf Analysen gehen, dann sehen wir jetzt mittlerweile schon die Aufteilung auf dem Server. Wie gesagt, das ist hier alles ein Tag nachdem die Vorregistrierung quasi announced worden ist. Das heißt, es ist noch bis EU20 genügend Zeit, dass noch viel mehr Spieler dazukommen, viel mehr Namen dazukommen und viel mehr Klassen noch an Variationen dazukommen können. Ja, aber mittlerweile sehen wir jetzt hier den Paladin führend, gefolgt vom Magier und Kundschafter tatsächlich. Dann Berserker und Nekromant, was eine interessante Aufteilung ist, weil damit hätte ich so nicht gerechnet. Paladin schon, ja, aber nicht direkt hinter der Magier und Kundschafter. Ja, also das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, aber vielleicht holt auch noch der Nekromant auf. Der war in der Vergangenheit auch sehr beliebt bei den Serverstarts. Ansonsten die Klassen, ja, die auch so oder so eher unbeliebt sind zu Serverstarts, sind auch wieder hier mal das Schlusslicht, Druide, Krieger, Kampfmagier, Bade. Die sind alle relativ unbeliebt und ja, das ist aber nicht unbedingt eine Chance, sag ich mal, in dem Sinne, dass man jetzt sich vielleicht denkt so, oh, okay, es spielen ganz wenig Leute den Druiden, ja, dann pick ich mal den Druiden, weil dann sind meine Chancen höher, ein Profilbild zu gewinnen. Denn jede dieser Klassen hier, die ihr hier sehen könnt, kann ein Profilbild gewinnen. Und das ist natürlich ganz nice, weil jeder dann unter der jeweiligen Klasse gegeneinander quasi antritt. Und das Problem ist halt bei dieser Denkweise nur, es braucht nur ein Hardcore-Pilzer, sich eine Klasse wegschnappen, zum Beispiel den Druiden, der relativ unbeliebt ist, und dann habt ihr schon, ja, als 0815-Spieler, der sich vielleicht auch gedacht hat, oh krass, dann nehme ich mal den Druiden, weil den picken sowieso so wenig, dann habt ihr schon Probleme auf jeden Fall. Ne? Beim Paladin, der ist zwar Mainstream, den nehmen viele Leute, aber wie viele von diesen hohen Prozentanzahlen der Spieler spielt ihn wirklich absolut tryhard, genauso wie beim Magier oder Kundschafter, ja? Das ist natürlich die Frage. Die Konkurrenz ist größer, aber wie viele Hardcore-Pilzer nehmen den Paladin wirklich? Ja, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich habe mir schon mal gedacht, ey, ein Tag, nachdem die Rangliste schon mal hier so ein bisschen Farbe angenommen hat, gucken wir uns schon mal ein paar Namen an, die auf den Server spielen, die vermutlich ja, auf Avatar-Jagd gehen werden und wo man schon mal seine Wahl der Klasse ein bisschen anpassen könnte, sag ich mal, weil gegen diese Spieler wollt ihr nicht antreten. Ich habe mir die Mühe gemacht und mal alle Namen rausgepickt aus der Rekordrangliste, die ich so gesehen habe. Ich habe alle Gewinner von vergangenen Avatar-Races genommen und diese auch hier mal in der Helden-Ehrenhalle gesucht und mal geschaut, wer dort an den Start geht, weil ich selbst habe ja die Informationen von den Spielern nicht. Und ja, das Ganze ist natürlich hier auch ohne Gewähr, denn ich kann euch nicht versichern, dass diese Spieler auch wirklich unter deren Namen an den Start gehen. Es kann sein, dass jemand anderes den Namen weggepickt hat. Es kann sein, dass sie unter einem anderen Synonym spielen. Ich habe mir jetzt einfach nur mal die Namen rausgesucht gehabt aus der Vergangenheit, mit welchen Namen sie an den Start gegangen sind und mal verglichen, wer hier schon welche Klasse nimmt, um eure Auswahl an Klassen schon mal vielleicht ein bisschen besser einzusortieren, falls ihr vorhaben solltet, auf einen Avatar zu gehen. Ja, denn dann wisst ihr schon mal, gegen wen ihr kämpfen werdet. Und ja, das habe ich jetzt mal einfach
beschlossen, das Ganze mal jetzt zu suchen. Und wie gesagt, es ist unter Vorbehalt zu genießen hier, denn die Namen können auch falsche sein. Und bis EU20 sind es ja auch noch ein paar Tage. Das heißt, auch im Umkehrschluss können natürlich sich die Leute auch noch neue Accounts erstellen, beziehungsweise viel mehr bekannte Leute, die vielleicht jetzt noch nicht spielen, dazukommen. Also ist das hier wirklich kein No-Brainer in dem Sinne. Und das hier sind schon mal die Namen, die ich soweit rausgefunden habe. Ja, wir haben hier einmal The Masked Man und einmal Bahamas Voe, die in der Vergangenheit auch schon beide eine gewisse History hinter sich haben. Und tatsächlich spielen diese beiden Charaktere dieselbe Klasse, was tatsächlich sehr interessant ist. Wir haben hier einmal The Masked Man, ja, mit dem Druiden am Start, und einmal Bahamas Voe, die sich hier schon mit ihren Accounts registriert haben auf dem Server. Und das Lustige dabei ist, dass diese beiden gegeneinander kämpfen, weil sie die gleiche Klasse haben. Es sind beides Avatar-Gewinner und die haben sich in der Vergangenheit schon mal ein Battle geliefert auf einem vorherigen Serverstart, und zwar auf der Seite vom Edi, der die ganzen Avatare verlinkt hat. Hatte das hier nochmal in einem kurzen Text zusammengefasst gehabt. Das ist wie gesagt eine Challenge aus der Vergangenheit. Als die Challenge dem Ende entgegenging, holte Masked Man, Avatar-Gewinner von EU10, plötzlich auf und überholte Bahamas Voe sogar kurzzeitig. Also die haben damals schon gegeneinander gekämpft. Dies schaffte er als bis dahin einziger mit der Akademie 20 und einer kräftigen Portion Spielerfahrung. Lange konnte er die Position allerdings nicht halten. Kurz vor Schluss haute Bahamas Voe noch einmal alles raus und ging wieder in Führung, ne? Und so weiter und so fort. Also hier seht ihr nochmal ganz kurz, die beiden haben History und die spielen halt eben beide als Druiden. Ja? Was halt schon mal für alle, die sich gedacht haben, ey, ich spiele auf EU20 mal einen Druiden, wahrscheinlich die Arschkarte gezogen haben, denn zwei der stärksten Avatar-Spieler, die jetzt auf EU20 nochmal an den Start gehen, die höchstwahrscheinlich nochmal auf einen Avatar gehen, spielen den Druiden. Die Klasse, die am wenigsten gepickt worden ist. Ja, GG. Also alle, die diese Denkweise gehabt haben, oh, den Druiden, den spielen die wenigsten, dann nehme ich mal die Klasse, weil dann sind meine Chancen am höchsten, könnt ihr vergessen. Gegen diese beiden würde ich persönlich nicht antreten wollen. Ja, wir machen aber weiter. Unter anderem haben wir hier auch Turor am Start. Ja, der Turor soll hier wohl als Paladin spielen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ob das wirklich der Turor ist, kann ich euch auch nicht sagen. Aber wenn es halt wirklich Turor sein sollte, dann ist der Paladin schon mal sehr, sehr schwierig. Und als Paladin haben wir hier eine Klasse am Start, die halt wirklich sehr Mainstream ist. Also viele werden den Paladin spielen und ja, ich sag mal so, die Königsklassen sind halt die Klassen, die am meisten gepickt werden. Das heißt, der Paladin ist dann schon so die Klasse, wo, denke ich mal, sehr, sehr viele auch dran teilnehmen wollen. Und Turor möchte halt vielleicht den Leuten einen Strich durch die Rechnung machen und sagt sich so, ey, Paladin war bei den vergangenen Serverstarts, was man ja auch nachschauen kann, ne, zum Beispiel auf EU19 und 18 und so, ne, mit Abstand die beliebteste Klasse. Und den Leuten mache ich es halt jetzt schwer, denen mache ich einen Strich durch die Rechnung und die sollen mal gegen mich antreten. Ja, wenn es so sein sollte. Ne? Ich hatte schon gehört gehabt, dass Turor höchstwahrscheinlich auch in der Gilde von Kepso spielen wird. Deswegen, das ist soweit auch schon, denke ich mal, offiziell, hoffe ich zumindest. Falls nicht, tut es mir leid an der Stelle. Aber ja, wenn das wirklich der Turor ist, dann haben es die Paladine auf jeden Fall schwer und dann würde ich auch die Wahl als Paladin schon mal so ein bisschen eindämmen. Ja, als nächstes haben wir jemanden, den habe ich, glaube ich, wo habe ich den gefunden? Ich weiß gar nicht, es ist manchmal ein bisschen für mich schwer auseinanderzuhalten, ob es aus der Rekordrangliste war, die ich als Quelle genommen habe, oder von den vergangenen Serverstart beziehungsweise von den vergangenen Avatar-Gewinnern, ne, weil teilweise die gleichen Leute auch die Rekorde aufgestellt haben. Und zwar haben wir einmal Tepakat, der hier als Nekromant EU8
ja, Kundschafter-Rekord, also den habe ich hier, ja, ich habe es mir ja aufgeschrieben sogar, lul, hätte ich mal lesen sollen, als Kundschafter 300er-Rekord gebrochen hat. Also hier haben wir einen Spieler auf EU20, der einen Nekromant jetzt spielen wird. Und wie gesagt, er hatte in der Vergangenheit den 300er-Rekord beim Kundschafter gebrochen gehabt, hält ihn momentan, ist der momentanige Rekordhalter. Und deswegen wird es als Nekromant auch sehr, sehr schwer werden, hier ja, auf jeden Fall zu punkten. Neben Tepakat haben wir auch typisch Andy, der sich hier entschlossen hat, auf EU20 einen Nekromant zu spielen. Also hier haben wir auf jeden Fall auch ein spannendes Battle zwischen den beiden. Wie gesagt, es können noch viel, viel mehr sehr, sehr gute Spieler hinzukommen. Das ist jetzt erstmal nur so das, was ich jetzt auf kurze Distanz gefunden habe. Wie gesagt, aus Quellen von den vergangenen Avatar-Gewinnern und der Rekordrangliste, die es momentan so gerade gibt. Und dort habe ich halt eben die Rekordhalter genommen. Und ja, die werden auf diesen Server spielen. Und deswegen haben wir hier mit typisch Andy auch einen Avatar-Gewinner aus der Vergangenheit, der sich das wahrscheinlich auch nicht nehmen lassen möchte, mit der Klasse des Nekromanten sich hier ein Avatar-Bild zu holen. Also ihr seht schon, wir haben einmal den Druiden, den Paladin und den Nekromant, die hier auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten auf jeden Fall. Ne? So, dann gehen wir weiter in der Rangliste und zwar der nächste Spieler, den ich hier auch gefunden habe, ist Schafe. Ja, Schafe spielt hier einen Battle Mage auf dem Server, also auch eine eher unbeliebtere Klasse, die er hier genommen hat. Und er hält den momentanigen Assassinen, den Stufe 300 Assassin-Rekord, auch auf EU8. Und ja, ist hier mit auf jeden Fall, denke ich, einer der Top-Leute, die hier den Kampfmagier nehmen. Und ja, damit haben wir hier von den low gepickten Klassen auch erstmal schon zwei weg, wo ich mich persönlich nicht sehen wollen würde, dass ich gegen diese Leute anpilze. Ja? Es ist natürlich, wie gesagt, auch fraglich, sind das wirklich die Spieler? Wollen die überhaupt auf Avatar-Jagd gehen? Aber ich denke mir so, okay, wenn das die Namen wirklich hier schon sind, die vorregistriert sind, dann ist eine gute Chance da, dass wir hier auf jeden Fall die Leute auch in den Top-Rängen sehen werden. Also alle Namen, die ihr hier jetzt seht, die werden wahrscheinlich auch in den Top 30, denke ich mal, von EU20 wahrscheinlich vertreten sein. Deswegen, das denke ich mal, das sind schon sehr, sehr krasse Spieler auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, Schafe hier mit den Kampfmagier am Start. Als nächstes haben wir den Lokai oder Lokaix, ja, der momentan den Rekord für den Druiden hält, den Stufe 300 Rekord, den hat er auf EU15 aufgestellt und er geht hier mit den Assassinen an den Start. Ja, auch ein sehr, sehr starker Spieler, der sich hier zur Aufgabe gemacht hat, den Assassinen zu pilzen, wahrscheinlich auch sich vielleicht ein Profilbild zu sichern, das werden wir sehen. Bleibt abzuwarten auf jeden Fall. Und als nächstes haben wir hier Casino Dobi, den ich noch gefunden hatte, auch tatsächlich in der Rangliste für die Rekorde. Und zwar hält er momentan den Rekord für den Kundschafter auf Stufe 400. Den hatte er auf EU7 aufgestellt. Ja, wie er hier jetzt aufgestellt ist insgesamt auf dem Server, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr starker Spieler, der halt eben auch hier mit dem Assassinen auf jeden Fall an den Start geht. Und dann haben wir auch noch den guten Halo, ja, den man ja innerhalb der Community auch gut kennt, der hier auch mit den Assassinen an den Start geht. Auch ein sehr, sehr starker Spieler auf jeden Fall. Den sollte man definitiv auch nicht unterschätzen. Und das sind jetzt halt eben nur mal so ein paar Namen, die ich jetzt hier auf schnelle Welle rausgefunden habe. Und diese Klassen würde ich zum Beispiel zum Serverstart schon mal meiden. Ja, wir haben hier viele Klassen, die halt eben sehr weit hinten angesiedelt sind, wie zum Beispiel den Druiden oder den Kampfmagier als Beispiel. Wir haben aber auch den Paladin, der weggepickt worden ist durch wahrscheinlich Turor, ja, und den Nekromanten, den auch sehr viele mögen.
da haben wir halt eben auch schon starke Spieler auf jeden Fall mit Tepakat und typisch Andy am Start. Würde ich mich wirklich nicht mit anlegen wollen. Deswegen, es bleiben auf jeden Fall noch ein paar Klassen. Ob die anderen Klassen auch starke Spieler am Start haben, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe jetzt erstmal aus den 2 Quellen, die ich genannt habe, mehr erstmal nicht gefunden. Es kann sein, dass die Tage noch was folgt, ja, aber hier habt ihr erstmal schon mal einen kleinen Eindruck, welche Klassen hier schon mal, ja, es eher schwierig wird, sag ich mal, mit der Konkurrenz. Ne? Und viele neue Spieler können natürlich auch hinzukommen, wo wir die Namen noch gar nicht kennen, die zum Beispiel auch, was wir jetzt zum Beispiel nicht gesehen haben, einen Magier nehmen, einen starken Magier spielen als Beispiel oder einen starken Kundschafter, ne? Oder einen starken Berserker. Die haben wir jetzt ja zum Beispiel noch nicht gesehen. Ne? Kann aber gut sein, dass die halt eben auch weggepickt werden, noch die Klassen. Es ist ja erstmal nur der erste Eindruck, aber wir haben jetzt schon nach Tag 1, nach der Vorregistrierung, ja, es ist ja wirklich gerade die Vorregistrierungsphase so, ne? Es geht ja noch 6 Tage, bis EU20 startet, haben wir jetzt schon so eine krasse Liste an Spielern, die es wahrscheinlich wirklich wissen wollen. So, ne? Und da wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr hinzukommen. Falls ihr auch Interesse habt, ein Avatar-Bild zu gewinnen, ja, dann sagt mir sehr gerne Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir privat auf Discord oder so. Es würde mich sehr interessieren. Ich würde euch nämlich sehr, sehr gerne auf EU20 hier auf meinen Dorza-Account in die Freundesliste packen, damit ich euch beobachten kann. Ja, damit ich das alles so ein bisschen mehr im Überblick habe und das ein bisschen vergleichen kann. Ne? Wer das natürlich machen möchte. Die meisten werden es wahrscheinlich sowieso nicht sagen, weil sie natürlich auch nicht preisgeben möchten, dass sie auf den Avatar gehen. So, ne? Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Aber das wird sich zumindest den ersten Tag dann spätestens zeigen, wer hier wirklich sehr, sehr weit oben mitspielen möchte und wer nicht. Ne? Deswegen werde ich das spätestens nach Tag 1 dann auch sehen, wer hier wirklich Anwärter auf die Top-Platzierung haben wird. So, ne? Ja, Freunde, ansonsten, falls ihr noch mal hier und da gehört habt, wer da und hier noch so, ne, was Rang und Namen hat, hier am Start gehen soll, mit welcher Klasse. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, konnte ich euch erstmal so einen kleinen ersten guten Eindruck vermitteln von sehr, sehr starken Spielern, die in der Vergangenheit geglänzt haben und wahrscheinlich auf EU20 auch wieder glänzen werden. Ja, um schon mal für euch ein bisschen die Auswahl der Klassen so ein bisschen zu minimieren vielleicht, ne? Beziehungsweise drüber nachzudenken, okay, lege ich mich wirklich mit diesen Spielern an. Ja, Freunde, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.